50 Jahre, ein halbes Jahrhundert. Als dieser Armagnac destilliert wurde, sah die Welt noch komplett anders aus. Herzlich willkommen bei AK Germany, mein Name ist Benjamin und hier geht es nur um eins, um die Wahrheit im Glas. Ohne Industriestandard, ohne Marketingmärchen. Heute haben wir ein absolutes Monumentum vor uns. Ein über 50 Jahre alter Basse Armagnac vom Château de la Pusch, ausgewählt und abgefüllt von keinem geringeren als dem unabhängigen Abfüller Darosse. Wenn ihr wissen wollt, wie flüssige Geschichte aus 100% Baco-Trauben schmeckt, dann bleibt jetzt dran. Bevor wir unsere Nase gleich ins Glas stecken, müssen wir kurz klären, was wir eigentlich vor uns haben. Wir sind im Basse Armagnac, genauer gesagt in der Gemeinde La Grolet-du-Gers und auf dem Château de la Pusch. Die Geschichte ist echtes Handwerk. Im Jahr 1931 kauft Albert Morel das Château inklusive der ganzen Rebflächen. Sein Sohn André übernimmt später und wir sind mittlerweile in der dritten Generation, wird geführt von dem Enkel Laurent Morel. Wir sprechen hier von satten 150 Hektar an Rebflächen und jetzt kommt das Entscheidende, sie bauen ausschließlich die Traubensorte Baco an. Und die Baco-Traube ist natürlich auch prädestiniert für Langreifezeiten und die Jahrgänge bei dem Château de la Pusch reichen zurück bis ins Jahr 1942. Und die heutige Abfüllung ist von dem unabhängigen Abfüller Darosse, wie ihr hier nebendran sehen könnt. Ich denke, das Flaschen- und Labeldesign ist euch bekannt. Falls ihr mal ein paar mehr Informationen zu Darosse haben wollt, ich blende euch hier oben mal den Link zu der Videotour ein, welche ich bei Darosse genießen durfte. Und es war wirklich eine wunderschöne Tour, hat mir ganz toll gefallen. Es ist wirklich sehr spannend, mit wie viel Leidenschaft Darosse hier arbeitet und was für eine tolle Qualität an verschiedenen Armagnac sie haben. Also es lohnt sich wirklich hier mal reinzuschauen. Lasst uns jetzt noch ganz kurz auf die weiteren Zahlen und Fakten von dieser Abfüllung schauen. Und so ist es heute der Armagnac vom Château de la Pusch. Er wurde 1970 destilliert und das Sample, welches ich heute habe, ist von einer 2025er Abfüllung. 55 Jahre ist er somit alt, eben von Darosse. Es ist ein Basse Armagnac, eine Einzelfassabfüllung. Wir haben hier eben ausschließlich, wie ihr jetzt gehört habt, die Traubensorte Baco, 42% der Alkoholanteil in Fassstärke. Und wir haben 70 cl Flaschengröße. Keinerlei Zusätze, Flaschenpreis so um die 300 €. Und der Alkoholanteil ja, ist jetzt schon ein bisschen geringer, also 42%, natürlich für 55 Jahre. Ja, das passt natürlich irgendwo, aber wir haben auch schon andere Beispiele erlebt. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt. Bedeutet natürlich wiederum, wir haben hier vermutlich einen sehr feuchten Keller gehabt, in welchem der Armagnac reifen durfte oder relativ feucht. Bin mal sehr gespannt, wie er schmeckt. Ab ins Tasting. Und ich bin mir eigentlich recht sicher, ihr habt auch schon mal die Erfahrung gemacht, wenn ihr irgendwo verschiedene Spirituosen probiert hintereinander, ist jetzt mal egal, ob jetzt Cognac, Armagnac, was auch immer, dann vermischen sich oftmals diese Erinnerungen ein bisschen und ihr könnt irgendwann gar nicht mehr unterscheiden, boah, gefällt mir der jetzt oder gefällt er mir nicht. Ja, vom Gefühl her gefällt er mir, aber gefällt er mir auch wirklich? Und oftmals, was dann noch hinzukommt, wenn man irgendwo vor Ort ist, bei jetzt einer Endowment zum Beispiel oder bei einem Produzenten, dass man dann natürlich auch noch das Ambiente entsprechend ist und dann fällt es vielleicht sogar noch mal ein bisschen schwerer, das für sich einzuordnen. Lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, wie es euch da also geht oder was ihr da macht, dass ihr versucht, das irgendwie neutral zu bewerten oder könnt ihr das neutral bewerten dann überhaupt noch? Ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Also ich tue mir da manchmal wirklich sehr schwer. Und ich war eben bei Darosse, Videotour, falls ihr nicht gesehen habt, schaut es euch noch mal gerne an, wie gesagt, und habe dort auch bestimmt 15 verschiedene Armagnac probieren können und irgendwann dachte ich mir, boah, ich weiß gar nicht mehr, mag ich den jetzt oder nicht. Grundsätzlich kann ich es für mich schon mal gefühlt doch irgendwo ein bisschen unterscheiden, aber ich tue mir manchmal wirklich sehr schwer, ob ich jetzt einen Armagnac dann noch mag, wenn ich dann so viel probiert habe. Und diese Abfüllung, die war jetzt recht am Ende der Tasting-Serie von Darosse. Vor Ort hat er mich wirklich umgehauen, da fand ich ihn unglaublich gut. Und ich bin mal sehr gespannt, ob jetzt meine Erinnerung noch richtig ist, weil ich habe mir, wie ihr sehen könnt, ein Sample mit bei Darosse von diesem Armagnac. Wir fangen an mit dem Blick auf die Farbe. Wir haben hier einen relativ dunklen Farbton jetzt hier bei diesem Armagnac. Und es ist was Richtung, so ein bisschen Mahagoni gehend vielleicht, also schon ein richtig intensiver, dunkler Farbton. Und also sehr gespannt. Wie gesagt, wir haben jetzt 42% Alkoholanteil und rein so vom Gefühl her haben wir wahrscheinlich schon eher einen feuchteren Keller. Ja, wenn ihr meine Reviews regelmäßig verfolgt, dann wisst ihr, dass trockene Keller dann oftmals dafür sorgen, dass der Alkoholanteil sogar ein bisschen steigen kann. Aber natürlich bei dem Alter jetzt entsprechend 42%, dann kommt das schon ungefähr hin. Aber ich bin mal gespannt und
Ich meine noch, mich so ein bisschen zu erinnern, dass es schon eher so dieser feuchte Kellergeruch war, den man hier hatte. Aber wir schauen mal. Wir gucken, wir starten mit dem ersten Riechen und gucken wir mal, was für schöne Aromen wir finden können. Ja, so feuchte Kellergeruch ist so ein bisschen was da, aber eher ein bisschen noch zurückhaltend. Es ist einfach eine richtig schöne Würzigkeit, die da ist. Man merkt das Alter bei dem Armagnac, also richtig schön ist eine Nelkennote ist da, getrocknete Orangen sind da, kommt auch ein bisschen noch eine schöne Kakao-Schokoladennote dazu. Und dann habe ich auch so eine Trockenfruchtkomponente noch dabei. Wäre für mich jetzt vielleicht an der Stelle eine getrocknete Pflaume. Also wunderschöne Komplexität hier drin in der Nase. Richtig schöne Würzigkeit, also richtig schöne süße Würzigkeit, die da ist. Gefällt mir ausgesprochen gut. Santé. Ja, wunderschön. Traumhaft. Interessant bei diesem Armagnac finde ich, und ja, so hatte ich es auch noch so ganz leicht ein bisschen in Erinnerung vielleicht, er hat diesen feuchten Kellerstil drin für mich, aber diese 42% macht das Ganze unglaublich weich, angenehm und ja, also er überfordert nicht. Es ist für mich zumindest jetzt nicht ein Komplexitätsmonster, das ist er definitiv nicht. Er hat viele schöne Aromen drin insgesamt. Der Abgang ist schön lang, aber er ist jetzt nicht so extrem komplex, aber das macht überhaupt gar nichts bei dem Armagnac, weil er einfach an sich die Aromen, die er hat, einfach wunderschön präsentiert und dann mit diesem feuchten Keller, klar, das muss man auch mögen auf der anderen Seite, diesen feuchten Kellerstil, dieses Rancio wird ja dann oft dargestellt, das muss man wirklich mögen und hier im Geschmack fängt es an, richtig süß, wie gesagt mild, also ein richtig schöner, milder Armagnac, Zimt, Schwarztee, auch hier diese Orangennote wieder so ein bisschen drin, aber vielleicht diesmal noch ein bisschen süßer mit der Nase, diesmal wirklich eine schöne Orangenmarmelade und ja, es ist so ein richtiger, eben dieser herbstliche Stil ist definitiv drin, so dieser feuchte Erdboden und dann auch hier für mich schon so ein bisschen dieser Anis und jetzt wird es interessant, dann geht es in den Abgang über und im Abgang, so die erste Assoziation, die ich hatte, war so eine Kümmel-Anis-Note, also ich bin ein sehr großer Fan von so Kümmel-Anis-Tee. Ich mag diesen Tee unglaublich und das hat sich so im ersten Moment so ein bisschen eingebrennt jetzt, diese Assoziation. Und dann habt ihr schön das Holz, dann kommt das Zedernholz durch, ein bisschen was an getrockneten Feigen. Und auch hier wieder diese pilzige Note, jetzt ist es hier für mich im Abgang ein bisschen mehr, das bleibt auch so ein bisschen übrig, dieses Rancio. Aber das hängt wirklich so ein bisschen an den Backen hier fest. Also ja, wirklich wunderschön, sehr schöner Armagnac, traumhaft. Jetzt wieder diese doch intensive Nelkennote, die in der Nase dazu kommt. Ja, sehr schön. Also, meine Erinnerung war richtig. Glück gehabt. Nein. Also es ist ein super Armagnac, sensationelle Abfüllung für das Alter, unglaublich viel drin. Erwartet hier nicht einen leicht fruchtigen Armagnac, erwartet hier einen etwas leicht, so schwer ist er eigentlich tatsächlich gar nicht. Durch diese 42% macht das Ganze sehr angenehm und mild und dadurch ist er gar nicht so schwer. Aber er hat definitiv diesen feuchten Kellerstil drin. Er hat süße, würzige Noten drin, aber keine scharfen Noten drin. Auch keine Bitterkeit finde ich hier in diesem Armagnac gar nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es ein sehr angenehmer Armagnac mit einfach einem ganz tollen, gereiften Alter, einem entsprechenden Alter auch von den Aromen her. Ohne dass er jetzt hier protzt mit seinem Alter. Er macht das Ganze sehr elegant. Er löst das wirklich auf seine Art und Weise super schön und mir hat es einfach wunderbar gefallen. Und er hat auch für mich so ein bisschen, muss ich sagen, diese Chateau de Gaupe Vibes drin. Also ich bin ja auch ein sehr großer Fan von den Armagnac vom Chateau de Gaupe und es ist schon so ein bisschen diese Richtung gehen für mich. Also wenn ihr Chateau de Gaupe Fans seid, dann wird euch dieser Armagnac mit Sicherheit gefallen. Da ist es eine Alternative zu den Chateau de Gaupe Abfüllungen. Wir sind ja auch preislich hier nur relativ ähnlichen Rahmen wie die Chateau de Gaupe Abfüllungen, sind ja auch eher etwas hochpreisiger dann. Aber wie gesagt, also eine absolute Empfehlung und natürlich schauen wir am Ende noch auf die Punkte. Wir haben hier 23 für die Nase, 23,5 für den Geschmack. Im Geschmack fand ich einfach nochmal so einen Ticken spannender, weil es noch ein bisschen süßer wurde und trotzdem die Komponenten von dem Stil beibehalten wurden des Armagnac. Und 23 nochmal für den Abgang und für den Gesamteindruck gebe ich ihm auch nochmal 23,5, weil ich, wie gesagt, ihn einfach auf seine Art und Weise sehr speziell und wunderschön finde. Und deswegen, ja, sind wir dann am Ende auch bei unglaublichen 93 Punkten. Ein herausragendes Ergebnis, absolute Top-Kaufempfehlung.
auch wenn wir dann hier jetzt eben schon an die 300 € oder um die 300 € liegen. Aber es ist wirklich ein wunderschöner Armagnac und ich finde bei Daros, man kann schon fast so ein bisschen drauf gehen, dass die Abfüllungen von Daros durchweg sehr gut sind, eine super Qualität haben und ja, also da meiner Meinung nach macht ihr mit diesem Armagnac, wenn ihr so ein bisschen auf diese Aromen, auf diesen Stil steht, wie ich ihn beschrieben habe, nichts falsch. Und es gibt ja so viele Armagnac bei Daros, so viele Domainen, die dort Fässern liefern an Daros und ja, schaut mal da gerne euch durch bei Daros. Wie gesagt, es hat so viele schöne Armagnac und da ist eigentlich für jeden Geschmack auch was dabei. Das war's für heute. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben da zu lassen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch eine schöne Zeit und bis ganz bald wieder hier bei einem neuen Review. Macht's gut. Tschüss.